So pflanzt du den Frühling, Blumenzwiebeln richtig setzen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um den Frühling zu pflanzen. Ja, wirklich. Servus und Hallo, hier ist deine Garten Lea. Mit blühenden Zwiebeln, die ab Februar bis weit in den Mai hinein für ein wahres Farbfeuerwerk sorgen. Ich zeige dir heute 3 verschiedene Möglichkeiten, wie du Frühlingsblüher pflanzen kannst. Und eine davon funktioniert sogar ohne Garten, perfekt für Balkon oder Terrasse. Blumenzwiebeln gibt es in unzähligen Formen und Farben. Ob Tulpen, Narzissen oder Krokusse, achte einfach darauf, dass die Zwiebeln fest und prall sind. Das ist das Zeichen, dass sie voller Energie stecken und im Frühling richtig durchstarten. Hier eine klassische Narzissenzwiebel, botanisch Narzissus. Dann die Tulpenzwiebel, etwas glatter, kompakter. Und zum Schluss der kleine Krokus, eigentlich ein sogenannter Corm, also ein verdickter Stängel. Jede davon trägt schon eine winzige schlafende Blume in sich, und unsere Aufgabe ist es nur, ihr ein schönes Zuhause zu geben. Eine Pflanzidee, der Lasagnetopf. Selbst wenn du keinen Garten hast, das hier funktioniert überall. Du brauchst den großen Topf mit Abflussloch, etwas Kies oder Tonscherben, als Drainage und gute Blumenerde, am besten torffrei. Warum Kies? Ganz einfach. So können Regenwürmer oder Staunässe das Loch nicht verstopfen. Blumenzwiebeln hassen nasse Füße. Füll den Topf etwa halb voll mit Erde. Jetzt kommt die erste Schicht, Tulpen. Setze sie dicht an dicht, ruhig etwas enger als du denkst. Je voller, desto besser. Wenn im Frühling alles blüht, wirst du dir wünschen, du hättest noch mehr gesetzt. Darüber kommt die zweite Schicht, Narzissen. Ich nehme gerne eine Mischung aus weißen und zartgelben Sorten. Sie harmonieren wunderbar mit den kräftigen Tulpen darunter. Und zum Schluss, ganz oben, unsere kleinen Krokusse. Sie sind die ersten, die sich im Februar zeigen. Ein kleiner Gruß aus dem Winterschlaf. Alles leicht mit Erde abdecken, sanft andrücken, nicht feststampfen und fertig. Das Ganze nennt man übrigens Lasagnepflanzung, weil du in Schichten arbeitest und jede Schicht blüht nacheinander. So bekommst du über Wochen hinweg immer neue Farben und Düfte. Erst Krokusse, dann Narzissen, dann Tulpen. Pure Gartenmagie aus einem Topf. 2 Pflanzidee, Frühlingsinseln im Beet. Im Garten liebe ich es, Blumenzwiebeln in kleinen Gruppen zu pflanzen. Statt sie einzeln zu verstreuen, setze ich 9 bis 12 Zwiebeln in einer Mulde. Das wirkt natürlicher und viel großzügiger. Grab einfach ein Loch, etwa 3-mal so tief wie die Zwiebel selbst, und setze sie mit der Spitze nach oben hinein. Leicht mit Erde bedecken, andrücken, fertig. Ich benutze dafür gerne Zwergnarzissen oder botanische Tulpen, weil sie jedes Jahr wiederkommen und sich sogar vermehren. 3 Pflanzidee, natürlich im Rasen. Eine meiner Lieblingsmethoden ist das sogenannte Verwildern, also Blumenzwiebeln direkt in die Wiese pflanzen. Im Frühling blühen sie zwischen dem jungen Gras und wenn die Blätter später welken, deckt das Gras alles ab. Das sieht aus wie eine blühende Frühlingswiese. Ganz ohne viel Arbeit. Dafür nehme ich einen Zwiebelpflanzer, steche ein Loch, lasse die Zwiebel hineingleiten, Erde wieder drauf. Fertig. Mach das mehrmals über die Fläche verteilt, ruhig, unregelmäßig. Das wirkt natürlicher, fast wie zufällig gewachsen. Und das Schönste daran? Es ist eine kleine Wette auf die Zukunft. Du pflanzt heute und in ein paar Monaten wirst du belohnt mit einem Feuerwerk aus Farben und Düften. Ein bisschen Geduld gehört dazu, aber wenn die ersten Blüten durch den Frost brechen, weißt du, es hat sich gelohnt. Wenn du mehr solcher Gartentipps willst, abonniere den Kanal und sei dabei, wenn wir den Frühling gemeinsam wachsen lassen. Gib auch gerne einen Kommentar ab. Welche Idee willst du umsetzen? Schreib es rein. Es interessiert mich total. Ciao, deine Gartenlea.